Der schlimmste Moment ist immer kurz bevor du dich traust. Sagt jedenfalls meine Schwester immer, als ob sie jemals solche Momente hätte. Irgendwie scheint ihr einfach immer alles zuzufallen. Mein Name ist Eleanor Pearson, aber die meisten nennen mich einfach Nelly. Letzten Sommer bin ich 15 geworden und damit ist heute mein erster Tag an der Copperdale High School. Ja, eine Situation wie Nelly hat wahrscheinlich jede von uns schon mal durchlebt und auch wenn sie es nicht weiß, wird sie an ihrem ersten Highschool-Tag nicht alleine sein. Denn wir werden sie und im Anschluss auch ihre Geschwister in die Schule begleiten. Diese Schule ist nämlich allgemein ziemlich neu. Ihr könnt sie aus der Galerie runterladen und werdet sie außerdem ab dem Sommer 2025 in der End-Save-File von Ellie Rihanna, Nanny Sims und Sony TV finden. Für dieses große Community-Projekt durfte ich insgesamt 4 Grundstücke bauen, worüber ich mich sehr freue. Jetzt aber endlich los mit dem ersten Tag an der Copperdale High School. Und es geht los. Wir sind an der Copperdale High School und Nelly steht hier. Oh, ein Riesenteil. Ein Riesenteil. Wir gehen als erstes mal rein, weil wir schauen erstmal, wen wir hier haben. Ren Grove und Atlas Michelson sind hier mit uns. Und wir gehen gleich reden. Ich schaue mal, ob ich das vielleicht gleich so machen kann, dass ich mit ihr reingehe. Und sie geht als erstes ins Sekretariat, was auch irgendwie passend ist, und nimmt sich eine Tasse Kaffee. Ja, das ist das Sekretariat, leider ohne Sekretärin. Ist im Spiel leider nicht, aber falls jemand einen Kaffee braucht oder ein kleines Nickerchen, habt ihr hier ein Bettchen. Eigentlich wollte ich Nelly als erstes jetzt ins Büro der ins Büro, genau, da ist sie schon. Ach, perfekt. Ins Büro der Direktorin begleiten und sich vorstellen lassen. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass sie gar nicht mit ihr über die neue Schule reden möchte, aber gut, wie auch immer. Wer ist das? Wer bist du? Albert John. Gut, wahrscheinlich, ich war noch nicht mit ihr in der Schule, extra deshalb, aber okay. Das ist das Zimmer der Direktorin und hier stellt ihr euch vor, wie immer, ne? Hier stellt ihr euch vor, erfahrt alles über die neue Schule. Ich habe hier auch ein Thermostat eingestellt, damit ihr, wenn jetzt Winter ist, nicht die ganze Zeit hier in der Jacke rumhängen müsst. Finde ich immer total blöd. Oh, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und wir folgen ihr natürlich. Sie sieht voll motiviert aus hier, wie sie durch die Gänge der Highschool hüpft. Das ist ihr Klassenzimmer. Wer ist das denn hier? Die sieht richtig aus wie so ein Mean Girl. William ist das. Okay, das ist das Klassenzimmer von Eleanors Klasse. Und sie hat schon eine neue Sitznachbarin gefunden. Cam Sadia. Wer ist noch in der Klasse? Lutz Tinker. John, den kennen wir schon. Ryan Grove und die Direktorin checkt mal, ob wirklich auch alle da sind. Die gucken gerne auf den Handys rum. Und jetzt geht's los. Wir haben Mathe bei Amel Laxen. So, Nellys erster Schultag. Und ernsthaft, jetzt haben wir eine Feuerwehrübung. Ich hatte was anderes vor in der Pause. Okay, na, dann müssen wir hier mal schnell raus. Schnell, lauf, 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 lauf. Guck mal, ob mit deinem Fahrrad noch alles in Ordnung ist. Ja, so beschwingt und die anderen bleiben einfach alle sitzen, oder was? Feuerwehrübung, ja, guck auf dein Handy. Na komm, versammelt euch hier mal alle. Können wir doch die Gelegenheit mal nutzen, um mal die Schule von außen zu sehen. Nelly ist die Erste, die draußen steht und wartet und wartet. Wir gucken mal, ob das Fahrrad noch in Ordnung ist. Hier habe ich nämlich ein paar Fahrradständer platziert. So, ja, welches ist es? Nellys Fahrrad. Das grüne hier vielleicht. Die Fahrradständer gibt es übrigens auch nochmal auf der anderen Seite. So, ist die Feuerwehrübung jetzt zu Ende? Das wäre schon irgendwie cool. Ich denke mal, wir können jetzt hier nicht vorher rein. Sie hat Hunger. Ja, gut, dass ich mir was zu essen mitgenommen habe von zu Hause. Kann ich gleich mal was essen.
Stück Pizza von gestern. So, ich hatte nämlich vor, in der Pause nicht in die Cafeteria zu gehen, das kommt später, sondern ich wollte euch noch ein bisschen was anderes zeigen. Iss mal dein Stück Pizza und dann gehst du gleich mal in die Bibliothek. Das finde ich nämlich auch ganz passend für sie, da sie ihre Pause hier verbringt. Die ist für mich so ein bisschen nerdy einfach. So, hier sind erstmal ganz, ganz viele Bücherregale für sämtliche Recherchen und so weiter. Nee, hier kannst du ja gleich mal an. Genau, hier ist auch eine Recherchemaschine. Da müsst ihr natürlich den Stuhl dann umplatzieren. Den hat sich hier jemand für die Gruppenarbeit einfach frech dazu bestellt. So, jetzt schön ein bisschen lesen. Tode nachlesen. So, alles in Ordnung sonst bei dir? Macht nicht so viel Spaß, ja. Mittagessen endet ja, du gehst nicht in die Cafeteria, da könnten ja Menschen sein. Eher so der introvertierte Typ und schaust dir so ein bisschen sowas. So. Genau. Hier könnte man auch noch was recherchieren. Es geht noch nicht. Kannst du ein bisschen lernen, ein bisschen Prüfung lernen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihre erste Mittagspause an ihrem ersten Tag so verbringt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ein bisschen nach was sucht in der Schule. Ich zeige hier nochmal ein bisschen, was es alles gibt, ähm, wo sie sich beschäftigen kann. Ne? Also vielleicht die Theater AG. Aber das schauen wir uns dann im Unterricht ein bisschen genauer an, was hier hinten noch hinter den Türen uns erwartet. Und kleiner Spoiler, im Obergeschoss sind auch noch ganz viele andere AGs, aber ich denke, die werden wir uns dann bei Gelegenheit vielleicht mit einem der anderen Geschwister anschauen. Du dehnst dich, du möchtest freundlich zu einem Schüler sein. Hier ist kein anderer mehr, ne? Vielleicht guckst du doch mal auf den Gang. Wer ist hier? Lukas Manch. Vielleicht sprichst du mal Lukas Manch an. Ich denke hier, da traut sie sich wahrscheinlich nicht, Belehren anzusprechen. Die sieht einfach so stylisch aus und so cool. Ja, hi. Bin neu hier an der Schule. Und jetzt soll sie für Prüfungen lernen. So, das kann sie natürlich nochmal machen. Für die Prüfung. Wer steht hier hinten noch? Etwas, den hätten wir schon gesehen. Kannst du ein bisschen und plauderst nebenbei mit Lukas. Hey, hörst mir auch zu? Guck mal, sie ist Linkshänderin. Das wusste ich noch nicht. Hey, wir könnten vielleicht einen Kaffee trinken nach der... Hallo? Du scheinst ja ein bisschen abwesend zu sein, aber ich würde gerne einen Kaffee mit dir trinken. Malst du auch gern? Vielleicht wäre die Malerei AG was für dich? Also, die Kunst AG? Äh, ja gut, whatever. Ich muss zum Unterricht. Sagt er jetzt einfach mal so, fängt das in einer halben Stunde an. Aber das scheint wirklich nicht so die aufgeschlossenste Person zu sein. Wir haben jetzt Wissenschaftsunterricht. Ich kann übrigens nebenbei auch gleich mal noch den anderen Klassenraum zeigen. Der sieht ein bisschen anders aus. Das ist eher so ein Wissenschaftszimmer, finde ich. Der andere, dachte ich mir, ist eher so geisteswissenschaftlich angehaucht. Sind die überhaupt SchülerInnen? Einzelunterricht für Olivia Kim Lewis ist das, oder? Ja. Und wer kommt jetzt noch? Lukas ist ja auch. Hat er nicht gesagt, er will sich auf den Unterricht vorbereiten und jetzt kommt er irgendwie kurz vor Schluss? Na klasse. Ja, das wird dann wohl nichts mit dem Date. Gut, aber jetzt ist der Unterricht ja zum Glück fast zu Ende. Das heißt, sie hat ihren ersten Tag schon fast geschafft und ihr fehlt ein bisschen der Spaß. Das heißt, wir schauen mal uns die nächstbeste AG der Schule an, die gleich hier unten liegt. Jetzt hast du es geschafft. Super, Nini. Bleibst aber in der Schule. Musst du eigentlich mal auf Toilette? Ich finde, das könnten wir auch mal kurz zeigen. Hier sind Mädchentoiletten.
Mädchentoilette. Schon jemand ein bisschen Abriss hinterlassen. So, Hände waschen nicht vergessen und dann geht es weiter zur Theater AG, nämlich gleich hier. Genau, alle AGs, alle Zimmer, hauptsächlich die AGs haben hier das Zeichen und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen uns das an. Also hier haben wir einen kleinen Umkleideraum, natürlich. Oh, wer ist in der Theater AG? Lutz Tinker. Und genau, das ist der Raum der Theater AG. Das heißt, wir haben hier eine Bühne, wir haben auch eine alte Kamera, die hier aussortiert wurde von den, wie heißen die, Plumbob Studios. Dass die Theaterschülerinnen und Schüler, was willst du jetzt machen? Yoga? Nein, du solltest dir das anschauen. Weil Yoga kann man hier auch machen, das stimmt. Genau, dass die sich auch selbst filmen können und sich das anschauen können dann. Wir haben hier so die Filmplakate verschiedener. So, ja, hier sind schon die ersten. Ja, ping. Hier wird gerade ein Westernstück gezeigt auf der Bühne. Da kannst du jetzt wenig dein Spaßbedürfnis erfüllen, ne? Kannst zwar gehen, vielleicht dir ist Spaß. Und was ich aber eigentlich zeigen wollte, ist, wenn dann wirklich genug geprobt wurde und ein großer Auftritt bevorsteht, geht es hier in den Backstage-Bereich. Hier stehen nochmal so ganz viele gesammelte Requisiten von allen möglichen Aufführungen. Genau, Requisiten, ein altes Mikro, das auch mal benutzen. Klamotten, Schuhe. Hier hat sich jemand doch nochmal schnell umgezogen. Hier nochmal überprüfen, ob alles sitzt. Und ja, genau, ich habe die Schule geplaytestet. Sie kommt jetzt nicht an das Mikro ran. Das ist für mich aber wirklich eher ein Dekorationsgegenstand. Das muss man nicht benutzen können. Und hier geht es dann zur richtigen Auftrittsstage. Hier, geh doch bitte mal hier hin. Und hier kann man das Mikro nämlich auch benutzen. Kannst du mal singen üben auf der Bühne. Keine Angst, es guckt gerade niemand hin. Rüber. Hier steht sie auf der Bühne. Sind auch ein paar Requisiten und hier hinten ist noch ein kleiner Backstage-Bereich. Hier steht auch noch ein bisschen was drin. Auch so ein Debattierpult, je nachdem, wenn die Schule das halt mal braucht. Na, hier dieses Mikro funktioniert und hier kann man eine Ablebensszene vollführen. Und hier sind wir schon in der Aula. So, du kannst mal aufhören zu singen, nicht, dass noch jemand reinkommt. Ich glaube, das wäre dir super peinlich. Und ich würde sagen, oh ja, die Schulleiterin ist reingekommen. Oh nein, ich schaue mir hier nur die Fotos der Theater AG an von vergangenen Stücken, was ihr alles gespielt habt. Oh, voll cool. Aladdin und ein Piratenstück und ein Osterhasenstück. Und der Zauberer von Oz, wie cool, wie cool. Ja, vielleicht melde ich mich ja auch in der Theater AG an. Ja, tschüss, danke, danke. Die sieht irgendwie traurig aus, die Direktorin. Gut. Aber das ist das, was sich Nelly an ihrem ersten Tag anschauen wollte. Und jetzt gehen wir wieder nach Hause, denn es ist Zeit, Abendbrot zu essen, würde ich sagen. Und hier sehen wir sie, die Familie Pearson beim Abendbrot. Ja, und Nellys große Schwester zieht schon wieder hier die Aufmerksamkeit auf sich. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir sie am nächsten Tag zur Schule begleiten. Es gibt übrigens Pizza vom Vortag, da der Papa Nicholas Pearson gerade einen Stand eröffnet hat. Und ich würde sagen, es ist langsam Zeit zum Chillen und dann ins Bett gehen. Und morgen begleiten wir die liebe Annabelle. Und heute begleiten wir unsere liebe Annabelle in die Schule, die gerade ziemlich mies drauf ist, wahrscheinlich einfach, weil es hier kalt ist und weil es kürzlich zu Hause bei den Pearsons gebrannt hat. Also schnell rein in die gute Stube. Ja, und schon bist du wieder gut drauf, weil dir die Musik gefällt.
Toll, passt gut zum Winter, genau. Wir sollen als erstes an einem Trainingsgerät trainieren, was super passt, als hätte ich das geplant, denn ich wollte euch heute den Fitnesstrakt der Schule zeigen. Hier haben wir ein kleines Gym, warum auch immer eine Schule das braucht. Du kannst hier also ein bisschen trainieren gehen. Und während sie das tut, schauen wir uns einfach mal den Rest der Sportecke an. Hier an das Gym anschließend, wir sehen es schon und Nelly wollte ja gestern auch unbedingt rein, ist unser kleiner, etwas abgedunkelter Yogaraum, den hier auch schon 2 Schüler oder ein Schüler, nee, ein Lehrer und eine Schülerin, oder ist das die Lehrerin? Ich glaube, das ist die Lehrerin. Sehr cool, dass die vor dem Unterricht hier beide... Das ist die Lehrerin. Dass die hier vor dem Unterricht beide noch eine Runde Yoga üben. Ja, Annabelle boxt jetzt ihren ganzen Frust weg und sie tut das in ihrer Cheerleader-Uniform, denn natürlich ist sie auch Cheerleaderin. Sie ist die typische Überfliegerin, das heißt, sie ist gut in der Schule, sie ist beliebt, sie nimmt an möglichst vielen Freizeitaktivitäten teil nach der Schule. Und wie man sieht, ist sie Mitglied des Cheerclubs. Also ihr Bild hängt hier natürlich auch und besonders gerne hält sie sich hier auf. Und ich sehe gerade, das zählt nicht als Trainingsgerät. Das ist ja auch wieder toll. Okay, dann geh doch mal noch. Jetzt fühlt sie sich zu unwohl. Andere Sims strengen dich an. Ja, das tut mir super leid. Es kann nicht jeder so perfekt sein wie du. Habe ich hier schon... Ich habe das schon angemacht. Du trägst trotzdem deine Winterjacke. Okay. Können wir hier nochmal eine Runde cheerleaden wenigstens? Schade, dass das mit dem Trainingsgerät nicht geklappt hat, aber an sich wollte ich es ja eher auch als Anlass nehmen, euch das zu zeigen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, warum eine Schule das braucht und ich habe das auch nicht in den Anforderungen gesehen, die ja hier an der Seite standen, als ich die Schule gebaut habe, was unbedingt drin sein muss. Aber ich wusste natürlich, dass es diese Aufgabe gibt, vor der Schule zu trainieren und ich werde sie jetzt nicht erfüllen. Das ist mir jetzt zu blöd und sie hat ja auch keine Lust. Ihr ist es auch zu blöd. Gut, wir hören jetzt hier auf mit dem Solo-Auftritt. Und morgen ist Winterfest. Können wir ja gar nicht mit... müssen wir wieder einen Tag überspringen. Ja, sie geht in den Unterricht und wir schauen uns das weiter an. Was ich euch noch zeigen wollte, waren die Duschen. Hier gibt es eine kleine Duschecke, genauso wie im Sekretariat. Gameplay-mäßig ist das natürlich nicht nötig. Aber falls ihr in die Schule geht und euer Sim einfach müffelt und ihr das Bedürfnis habt, ihn duschen zu lassen, hier ist der Ort dafür. Zugänglich für alle Geschlechter und hier drin ist es dann egal. Also ebenso wie das Bett im Sekretariat, einfach ein Gegenstand, um die Bedürfnisse aufzupolieren, wenn das nötig sein sollte. Hier geht es jetzt weiter. Hier ist noch ein kleiner Rang mit Spinden und dieser führt zu den Umkleiden. Wir haben eine Jungsumkleide mit motivierenden Sportpostern. Oh Mann, was habe ich Sportunterricht in der Schule gehasst. Und die Mädchenumkleide ebenfalls mit tollen motivierenden Postern und ein bisschen Unordnung. Und bevor ich euch die Turnhalle, ihr seht sie dort schon, noch genauer zeige, haben wir eine Frage für den Bruder der beiden Mädels, die wir schon kennengelernt haben. Geografie. Auf der Welt gibt es verschiedene Umgebungen, Kulturen und Gesellschaften, die es alle wert sind, erörtert und hervorgehoben zu werden. Sebastian ist schon ganz aufgeregt, sich einen Ort für sein Referat auszusuchen. Nachdem ein Schüler einen Ort ausgesucht hat, kann dieser natürlich nicht mehr von einem anderen Schüler gewählt werden. Plötzlich landet ein Zettel des vor ihm sitzenden Schülers auf seinem Schreibtisch, in dem dieser ihn fragt, welchen Ort er wählen wird. Nee, ich antworte dem nicht. Und was passiert jetzt? Sebastian geht kein Risiko ein, er behält seine Idee für sich, bis er an der Reihe ist, seinen Ort einzutragen. Das schien ja jetzt gut gelaufen zu sein. Genau, bevor ich euch die Turnhalle zeige, möchte ich noch darauf hinweisen, dass erstens, dass hier die Jungstoilette ist. Wir haben ja gestern nur die Mädchentoilette gesehen. Und ich hier auch noch eine, ich will jetzt nicht sagen geschlechtslose Toilette gebaut habe, aber eine Toilette, die alle benutzen können, weil ich das wichtig fand, da das ja auch mit dem Highschool-Park hier mit reinkam, dass wir da mehr Auswahlmöglichkeiten haben. Und hier auch noch eine Umkleide für alle. Aus dieser, genauso wie aus den beiden anderen Umkleiden, geht es dann in die Turnhalle. Und was macht Annabelle hier? Laut Musik hören. Ach so, wir haben schon Pause.
Aber ich zeige euch trotzdem noch kurz die Turnhalle. Hier ist sie. Und ja, es ist alles Gameplay getestet und ich sage euch, hier auf diese Dinger könnt ihr euch nicht wirklich setzen, nur auf die erste Reihe hier. Das habe ich wirklich einfach gemacht, weil ich das cool fand. Aber das braucht ihr auch nicht wirklich. Die Hauptsache ist, dass ihr hier Basketball spielen könnt und ich fand irgendwie, es gehörte so ein bisschen dazu. Jetzt gehen wir aber zu Annabelle, die gerade hier in der Aula Musik hört. Und eigentlich ist jetzt aber Zeit zum Mittagessen und hier haben sich die ganzen MitschülerInnen schon versammelt mit der Direktorin. Diese Cafeteria ist ehrlich gesagt mein ganzer Stolz. Ich finde das total cool, wie die geworden ist. Ich bestelle mir jetzt hier ein kleines Mittagsmenü und ich bin froh, dass sie auch heute hier arbeitet. Irgendwie war das schon mal nicht so letztens. Aber heute läuft offenbar alles glatt. Und Annabelle hat es jetzt auch geschafft und holt sich hoffentlich was zu essen. Ja, du findest die alle blöd hier, ne? Ist deine Freundin gar nicht da heute? Billy Young. Ist das deine Freundin inzwischen? Ja. Ich finde, die passen super zusammen. Annabelle ist für mich dieses personifizierte Mean Girl und Billy sieht auch einfach so aus. So, hol dir was zu essen, geh nochmal auf Toilette, du sollst freundlich zu jemandem sein. Wer ist das hier eigentlich? Yuna Robles. Bist du freundlich zu ihr? Nee, du setzt dich natürlich hier zu den meisten. Der Lehrer ist auch da. Kennen wir noch jemanden? Also wir kennen sie natürlich schon von den Namen her, aber du bist eher distanziert dem gegenüber. Aber wir sollen hier freundlich sein. Also stellen wir uns mal freundlich vor beim Essen. Gehen dann nochmal auf Toilette, wir haben noch genug Zeit, aber ich möchte auch mal ein bisschen Punkte hier sammeln, trotzdem. Auch wenn das Ziel natürlich eher ist, dass ich euch die Schule zeige. Der Nachmittagsunterricht hat begonnen. Heute steht Deutsch auf dem Stundenplan und ich nutze die Zeit, um mal mit euch ins Obergeschoss zu gehen, denn das haben wir uns ja noch gar nicht angeschaut. Also hier nochmal ein Blick auf die Cafeteria. Und dann haben wir hier zwei Möglichkeiten hochzugehen. Wir nutzen die des Pfeils, die dritte Möglichkeit, und sind in der oberen Etage, wo wir auch nochmal eine kleine Cafeteria haben, eine kleine Chill- und Lern- und Gossip-Area, wie ich es nenne. Also hier könnt ihr euch auch einen Snack holen oder mit euren Freundinnen Tee trinken. Gut, hier ist jetzt keine Teemaschine. Da müsst ihr euch, glaube ich, im Sekretariat wieder was mopsen. Oder gab es da noch Kaffee? Sollte ich besser wissen. Und genau, hier könnt ihr euch mit euren Leuten zusammensetzen für eine Gruppenarbeit, wenn euch die Bibliothek zu nerdig ist und ihr einfach ein bisschen mehr reden wollt. Oder ja, ihr lästert einfach über irgendwelche SchülerInnen, die das eurer Meinung nach verdient haben. Ja, ich bin heute mit Belle hier, da darf ich so reden. Hier sind nochmal Toiletten. Und ich zeige euch auch hier noch zwei AG-Räume. Und zwar ist das einmal der Debattierclub, denn man kann ja nie früh genug anfangen. Der Debattierclub der Coppertale High wird gesponsert von dem Debattierclub von Brightchester. Deswegen haben die auch so ein bisschen Deko abgegriffen. Und genau, hier finden die Debattiergefechte statt und hier können sich diejenigen dann vorbereiten auf ihre Debatte. Und gleich nebenan ist der Patenverein der Foxbury University. Hier ist eine kleine Mini-Robotik-Ecke, dass man sich hier auch während der Schulzeit schon mal damit beschäftigen kann, wenn man darauf steht. Und hier haben wir einen kleinen Wissenschaftsclub. Und im gleichen Zimmer, weil ich finde, das passte ganz gut, auch die Programmier-AG, die es ja tatsächlich gibt und die natürlich in meiner Schule auch einen Raum finden sollte. So, und Annabelle kommt jetzt mal bitte zu mir, denn sie hat hier einen besonderen Wunsch. Sie möchte mit ihrem Schwarm plaudern. Der Schwarm ist heute nicht da, aber jetzt nach der Schule können wir ihn ja einladen. Und zwar ist das Jaden Pierce, der inzwischen auch zum Teenager geworden ist. Wo ist es denn jetzt? Jetzt kann ich ihn einladen. Und ich möchte einfach nach der Schule hier noch ein bisschen mit ihm abhängen, weil ich euch da auch noch was zeigen möchte.
Genau, die beiden sind schon zusammen, haben auch schon ihren ersten Kuss erlebt. Ja, aber man kann ja nie Zeit genug miteinander verbringen und deswegen nutze ich diese Beziehung, ja, wo sind sie denn? Ist er noch nicht da? Hat er nicht gesagt, dass er vorbeikommt? Doch. Da ist er, Jaden Pierce. Hey, schön, dass du es geschafft hast. Hast du Lust, dass ich dir einen ganz besonderen Ort zeige? Ich hätte da nämlich mal eine Idee. Lass uns doch mal zur Schach AG gehen. Zur Schach AG? Was ist mit dir los? Was willst du in der Schach AG? Ich dachte, deine Schwester steht eher auf sowas. Hier hinten befindet sich die Schach AG, hier auf dem Schulhof. Leicht erkennbar an dem Außenbereich. Und für alle übrigen Figuren, die ihr jetzt hier nicht seht, gibt es hier hinten noch so kleine Boxen, in denen wir uns jetzt einfach vorstellen, dass die dort alle verstaut sind. Und jetzt schauen wir uns die Schach AG aber auch mal an. Da ist sie also. Wir können draußen Schach üben und drinnen Schach üben und Turniere spielen. Kommst du endlich mal? Pass mal auf, das ist nämlich kein typisches Bücherregal hier. Hier geht's weiter. Wir können uns hier draußen mal gemeinsam hinsetzen und ein bisschen in den verschneiten Winternachmittag schauen. Und dann hätte ich ja noch eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir ein bisschen in dem Busch rumschmusen? Ja, versteckt vor allen Augen, außer jenen ihres wachsamen Zwillingsbruders, der aber schon wieder abhaut, haben Annabelle und Jaden hier ein bisschen Spaß. Und da ich aktuell meine Mods deaktiviert habe, weil ich irgendwie den Schülern nicht mehr folgen konnte in die Schule, wird auch nichts passieren. Also ich habe das Gefühl, ich habe jedes Mal, wenn ich die Mods aktiviert habe und mit Teenagern rumschmuse, passiert was. Aber heute wird nichts passieren, denn wie gesagt, das ist hier alles ungemoddet, mal ausnahmsweise. Und ich finde, das ist ein schönes Ende unseres zweiten Tages. Und morgen, beziehungsweise übermorgen, denn morgen ist Weihnachten, übermorgen geht es weiter mit unserem dritten und letzten Geschwisterkind. Und willkommen zu Tag 3 an der Coppertale High School, diesmal mit Sebastian, auch genannt Bess, der sich hier auch schon wieder über das Wetter ärgert. Ja, dann geht doch einfach alle mal rein. Und ich habe mir gedacht, wir haben uns jetzt hier schon so oft diese üblichen Dinge angeguckt. Also wir haben uns die Cafeteria angeschaut, wir haben uns die Spende angeschaut, alle Orte, wo man in irgendeiner Weise Unterricht machen könnte. Also hier natürlich die Klassenräume, die Bibliothek haben wir gesehen und wir haben auch diesen ganzen Sporttrakt gesehen. Und Bess ist für mich sowieso so ein bisschen der Rebell der drei. Er ist Annabelles Zwillingsbruder, aber wie das eben klischeehaft so ist, ist er das absolute Gegenteil. Er wollte gerade Yoga machen gehen, jetzt traut er sich hier wahrscheinlich nicht rein, weil seine Schwester hier ist und der Lehrer. Also bestellt er sich erstmal was zu essen. Genau, er ist der typische Rebell, das heißt, wir werden nicht mit ihm zum Unterricht gehen heute, sondern uns anschauen, was wir noch nicht kennen in der Coverdale High. Ja, man kann auch früh schon mal was bestellen. Und hier fällt mir gerade auf, ich habe gar keine Aufgaben. Hier geht schon wieder irgendwas schief. Whatever, egal. Ich hatte ja nicht vor, die Aufgaben zu erfüllen. Ich bin froh, dass es geklappt hat, dass ich hier diesmal mitkommen durfte. Und ja, dann geh doch einfach was essen. Und wenn du fertig bist, starten wir unseren letzten kleinen Walkthrough-Tag. So, es ist kurz vor 10 und er will sich auf den Wirtschaftsunterricht vorbereiten, aber das machen wir natürlich nicht, denn ich will euch was zeigen. Und damit er nicht gleich wieder von der Direktorin erwischt wird, die ja hier auch irgendwie viel rumhängt, zeige ich euch einen kleinen Schleichweg. Das heißt, wir schleichen uns hier erstmal in die Theater AG.
Ganz so spannend ist das natürlich noch nicht, denn die kennt ihr ja schon. Aber ihr habt bestimmt auch gesehen, dass hier eine Treppe hochführt. Und am ersten Tag haben wir gesehen, dass hier alles ganz wunderbar miteinander verbunden ist, nämlich dass man von der Theater AG ja direkt in den Backstage-Bereich kommt und dann auf die Bühne der Aula. Und deshalb gibt es hier auch diese Treppe nach oben, denn die führt in die Kunst AG. In die Kunst AG, wo ja, nämlich auch Bühnenbilder und andere Requisiten für die Theater AG bzw. die großen Schulauftritte hergestellt werden. Und deswegen gehen wir jetzt diesen kleinen Schleichweg. Bess ist nicht sonderlich interessiert an Kunst, aber das ist jetzt hier eben das Mittel zum Zweck. Die Kunst AG ist besonders stolz auf ihre Ergebnisse, deswegen präsentiert sie die hier außen auch schon. Und geht jetzt eben extra nicht den herkömmlichen Weg, sondern ich gehe jetzt hier einfach mal durch, damit mich die Direktorin nicht erwischt. So, warum kommt er jetzt nicht? Jetzt ist er doch außen lang gegangen. Warum auch immer. Ich habe das alles getestet, auch diesen Weg extra, weil mir das natürlich wichtig war. Ja, und ihr seht hier schon, es geht weiter. Und wir gehen hier gleich durch, denn das ist auch alles miteinander verbunden, damit die Band AG, die hier in diesem coolen Raum probt, auch ihre Instrumente auf schnellstem Weg runterschleppen kann, wenn es einen Auftritt in der Aula gibt. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und jetzt schnappt er sich natürlich eine Gitarre und wird hier seinem liebsten Hobby nachkommen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mir auch irgendwann mal eine Schule runtergeladen habe, da mich die Originalschule immer so genervt hat und es da auch so einen Mini-Bandraum gab. Und so kam ich auch auf diese ganzen Ideen, hier so viele AGs noch zu implementieren. Genau, das heißt, ne, wir haben eine Kunst AG, eine Musik AG. Wir haben hier drüben eben diese ja, eher wissenschaftliche Schiene mit Robotik und Programmieren. Wir haben den Debattierclub, unten noch die Cheerleader und die Theater AG. Die Schach AG haben wir auch schon gesehen. Ich glaube, damit sind ja jetzt fast alle abgefrühstückt, die vom Spiel her da sind. Es gibt ja noch eine ist das Baseball oder Rugby AG? Ich glaube Rugby, ne? Oh, ich spiele die so selten. Wie gesagt, Sport war nicht mein Fall in der Schule. Und jetzt ist es gleich Mittagessen, so dass wir uns ja, was zu essen holen müssen wir uns eigentlich gar nicht mehr. Er hat ja schon was geschnappert gerade vor dem Unterricht, zu dem er nicht gegangen ist. Aber vielleicht holen wir uns einfach noch einen kleinen Snack am Automaten für später. Und dann wollen wir auch noch mal nach draußen gehen, denn da gibt es tatsächlich auch noch eine kleine AG, die ja dann nicht ganz so wichtig ist. Also genau, hol dir mal einen Snack, geh noch mal auf Toilette. Ich habe mich gerade nicht getraut zu klicken, weil ich Angst hatte, dass das hier gleich wieder weggeht. So, ui, das sind ja tolle Snacks. Was würdest du kaufen? Keine Ahnung. Joghurt-Drops. So, und dann nutzen wir doch die Gelegenheit hier gleich mal und machen noch einen kleinen Toilettenstreich. Einfach, weil mir gerade danach ist, hier irgendwie Mist zu machen. Und ja, jetzt ist es schon fast wieder so weit, dass der Nachmittagsunterricht beginnt. Da können wir doch noch ein bisschen Blödsinn draußen machen. Das heißt, wir gehen hier mal ganz unauffällig in die Cafeteria. Da machen auch noch alle Mittagessen. Nelly holt sich auch noch schnell was, bevor es dann wieder weitergeht mit was auch immer für den Unterricht. Jetzt geht's weiter, aber nicht für dich. Du hast Besseres vor und du lässt dich am besten auch nicht dabei erwischen. Wir wollen jetzt nämlich rausgehen. Hier waren wir noch gar nicht, also durch diese Tür sind wir noch gar nicht gegangen. Denn hier ist der Schulhof. Es ist alles so wunderbar verschneit. Wir haben hier auch noch so ein paar Tische zum Sitzen, ein paar Tischtennisplatten. Können wir jetzt leider nicht alleine machen. Okay, gibt Sinn. Hier habe ich übrigens noch eine kleine Fotobox platziert, einfach um da noch ein bisschen Spaß zu haben. Du rettest dich jetzt wohin? Du willst den Yogaraum? Nein, ich will dir was anderes zeigen. Hier haben wir die Garten AG. Kannst du bitte mal herkommen? Ich wette, wir können jetzt hier nichts pflanzen. Das habe ich mir alles ein bisschen schöner vorgestellt. Aber das ist die Garten AG,
weil ich es auch immer gut finde, so ein bisschen für den Pflanzenaustausch, wenn ihr selber unbedingt eine Tomate braucht und die einfach nicht findet, dann hat die vielleicht jemand anderes und hat sie jetzt zu seiner Schulzeit eingepflanzt. So, Nelly. Lautsprecherstreich. Zunächst ertönt ein seltsames Trällern aus dem Schullautsprecher, gefolgt von einer Kakophonie krasser Flatulenzen. So schön ausgedrückt. Obgleich Eleanor die Sache irgendwie unreif und ein bisschen würdelos findet, muss sie trotzdem über die Situation und vor allem über die Reaktion des Lehrers lachen. Ja, verständlich. Dies wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt, um sich an den Streich dranzuhängen und zu einer Legende unter den Streichespielern zu werden. Ja, das wäre die richtige Frage für sie, aber für ihn. Aber sie wird sich das nicht trauen. Wir lassen das so, wie es ist. Eleanor lässt den Streich einfach weiterlaufen, ohne ihn gut zu heißen oder ihre Missbilligung zu äußern. Ein wenig Zeit verstreicht, der Lehrer murrt und der Unterricht wird fortgesetzt. So, bevor du jetzt hier in den Yogaraum abhaust, gehen wir nochmal hier hin, denn hier habe ich auch noch eine kleine Hütte gebaut. Und die ist für unseren Hausmeister oder in unserem Fall die Hausmeisterin, die haben wir vorhin schon gesehen. Oh, Eleanor hat einen Freund gefunden, einen guten Freund, und zwar Olli. Wie heißt der? Der ist neu, ich kann seinen Nachnamen noch nicht. Genau, das ist die kleine Stube des Hausmeisters. Hier wird auch so ein bisschen Zeug zwischengelagert, das gerade nicht benutzt wird. Und ja, hier kann man auch noch ein bisschen was bauen, wenn man Lust hat. Aber Bears Lieblingsplatz, der jetzt hier auch total ungemütlich ist, weil, ja, weil verschneit ist diese Bank hier. Hier kann man sich nämlich auch ganz gut verstecken, wenn eigentlich noch Unterricht wäre. So. Und an anderen Tagen, wenn es irgendwie nicht so ungemütlich ist, sitzt er dann einfach und denkt so ein bisschen über das Leben nach und was er eigentlich hier soll und was er mit seinem Leben noch so anfangen soll. Vielleicht wird er irgendwann Yogalehrer, wenn er diese blöde Schule endlich mal hinter sich gebracht hat. Und während er darüber nachdenkt, haben andere endlich ihre Leidenschaft gefunden und sind irgendwie angekommen. Alles war doch nicht so schlimm, wie Nelly sich das vorgestellt hat in der Copperdale High. Sie hat inzwischen Freunde gefunden, Olli, und mit Lukas versteht sie sich inzwischen auch richtig gut, auch wenn da nichts Romantisches ging. Und ich denke, ich habe jetzt auch ein ganz gutes Gewissen, sie hier alleine zu lassen nach ihrer ersten Woche in der Copperdale High School. Ja, und damit kennt ihr jetzt die neue Copperdale High School, der N-Safe-File, aus jedem Winkel. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder auch einen Kommentar. Schreibt doch gern mal, welche Art von Raum ihr in eurer Schule unbedingt dabei gehabt hättet. Und mich findet ihr übrigens auch auf Instagram, wo ich immer den neuesten Stand meiner verschiedenen Sims 4 Projekte poste. Und wenn ihr euch eher für Storytelling und Let's Plays interessiert, dann klickt euch doch mal durch die Playlist meiner eigens entwickelten Disney Parent Legacy. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!